Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schritt auf deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zu deinem höchsten Potenzial, zu deiner wahren Komfortzone. Und in diesem Video wollen wir fortsetzen, was wir im letzten Video begonnen haben. Und zwar wollen wir uns die großen, weltverändernden, magischen Kräfte deiner wahren Komfortzone näher anschauen und auch 6 Schritte, 6 Prinzipien, 6 Formeln herausfinden, mit denen du deine Welt erschaffen und zum Magier, zum Komfortzonenmagier in deiner Welt werden kannst. Wenn du das Video mit dem ersten Teil dieses Kapitels verpasst hast, dann verlinke ich es dir hier oben jetzt gleich nochmal, damit du den ersten Teil von Kapitel 4 anhören kannst, bevor du diesen Teil hörst. Ich wünsche dir jetzt also viel Freude mit dem zweiten Teil von Kapitel 4 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Viel Freude beim Anhören. An dieser Stelle möchte ich gerne ein weiteres Beispiel aus meinem Leben mit dir teilen, anhand dessen wir uns diesen Aspekt noch einmal deutlich vor Augen führen und uns in der Folge schließlich die Schöpfungsprinzipien deiner wahren Komfortzone ableiten können. Da meine Frau und ich Dauerreisende sind, war es für uns von Anfang an sehr wichtig, ein Bankkonto mit einer Karte zu haben, mit der man überall auf der Welt ohne Gebühren problemlos bezahlen und Geld abheben kann. Zudem wollten wir, dass es ein amerikanisches Konto ist, da wir darauf Mieteinnahmen aus einer US-Quelle erhalten können wollten. Nachdem wir uns bereits entschieden hatten, Dauerreisende zu werden, übrigens auch eine Entscheidung für unsere Komfortzone, dazu später noch mehr, fehlte uns ein solches Konto aber noch längere Zeit. Da unsere Komfortzone in dieser Hinsicht also noch nicht Teil unseres Lebens war, konnten wir das natürlich so nicht stehen lassen. Ich recherchierte also ein wenig und fand heraus, dass es tatsächlich eine Bank in den USA gab, die all unsere Anforderungen erfüllte und komplett unserer Banking-Komfortzone entsprach. Kostenloses Bankkonto, kostenlose Debitkarte, kostenlose Zahlungen überall auf der Welt und man bekam sogar noch die Automatengebühren beim Geldabheben zurückerstattet. Wow, das war unser Konto. Das Problem war nur, es gab auf der hawaiianischen Insel Kauai, wo wir damals gerade waren, keine Filiale dieser Bank. Doch nun kommt der erste Schritt unserer Komfortzonen-Schöpfungsprinzipien ins Spiel. Ich hatte mich dafür entschieden, dass dieses Bankkonto Teil meiner Komfortzone war, und nun blieb ich stur dabei, dass es deshalb in unserem Leben sein würde. Ich recherchierte also die Filialen der Bank und siehe da, in Honolulu auf der Nachbarinsel Oahu gab es eine. Ich zögerte nicht lange und suchte einen Flug nach Honolulu mit dem Ziel, die Filiale aufzusuchen und dort unser Konto zu eröffnen. Damit tat ich einen weiteren Schritt hin zu meiner wahren Komfortzone. Ich teilte dem Universum unmissverständlich meine Entscheidung und meine Entschlossenheit mit. Wie zu erwarten war, folgte daraufhin sogleich der nächste Schritt, eine Einladung des Universums, den Weg in die Komfortzone auch wirklich zu gehen. Ich fand nämlich ein super Angebot, mit dem ich für wenig Geld nach Honolulu und zurückfliegen konnte. Ich buchte es sofort, feierte meinen Entschluss und freute mich wie ein kleines Kind auf meinen Tagesausflug nach Honolulu. Das war also der nächste Schritt, Nähren des Wohlbefindens und damit Erhöhen der eigenen Schwingung. Als der Tag dann gekommen war, stieg ich frohen Mutes ins Flugzeug, fand in Honolulu angekommen auch sogleich die Bankfiliale, betrat sie und da bot sich mir Gelegenheit, die Schöpfungsprinzipien meiner Komfortzone gleich noch einmal auf Herz und Nieren zu testen. Denn die freundliche Mitarbeiterin der Bank teilte mir mit, dass sie für Ausländer ohne Wohnsitz in den USA leider keine Konten eröffnen könne. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und das war nun ein Punkt, an dem sich wiederum die Meisterschaft des Komfortzonenmagiers zeigen durfte. Erinnerst du dich an das Schreiben meines Steuerberaters mit der hohen Nachzahlung aus meinem ersten Beispiel? Dieser Moment war ein wenig ähnlich und erstmal natürlich ein Schock, denn ich war doch extra per Flugzeug aus Kauai angereist. Aber der Komfortzonenmagier weiß, dass er sich von so etwas nicht verunsichern lassen darf. Und das möchte ich dir an dieser Stelle auch erneut ans Herz legen. Wenn du weißt, dass etwas deiner wahren Komfortzone entspricht, dann vertraue dem Universum und den Schöpfungsprinzipien. Sie werden dir den Weg dorthin ebnen. Ich atmete also tief durch, reinigte mein Feld und teilte der Bankmitarbeiterin wahrheitsgemäß mit,
dass ich von einem Freund von den großen Vorteilen eines Kontos in ihrem Hause gehört hätte und deshalb extra den ganzen Weg von Kauai hierher gekommen sei, um diese Chance zu ergreifen. Und dass ich deshalb sehr dankbar wäre, wenn man doch etwas für mich tun könne. Sie sagte, sie werde mit ihrer Vorgesetzten sprechen und verschwand. Ich hatte damit also erneut mein Commitment für meine wahre Komfortzone klar und deutlich ans Universum kommuniziert und die erneute Einladung folgte auf dem Fuße. Eine Viertelstunde später kam die Filialchefin nämlich persönlich zu mir und teilte mir mit, man könne mir als Ausländer tatsächlich nicht mit einem normalen Bankkonto dienen, aber es gebe die Möglichkeit, mir einen Brokerage-Account zu eröffnen. Den könnte ich dann einfach wie ein normales Girokonto verwenden. Eine Debitkarte sei da normalerweise nicht dabei, aber es wäre möglich, eine solche kostenlos dazu zu bestellen. Voila! Ich feierte diese großartige Wendung der Dinge von ganzem Herzen und auf dem Rückweg im Flugzeug grinste ich übers ganze Gesicht. Wohlbefinden nähren. In den nächsten Tagen gab es noch ein paar bürokratische Hürden zu nehmen, die online zu erledigen waren, und ungefähr 2 Wochen später hielten wir unsere kostenlose Girokarte mitsamt Konto eben jener Bank, die unserer wahren Komfortzone entsprach, glücklich in den Händen. Letzter Schritt: Empfangen der neuen Komfortzonenwirklichkeit. Heute, 3 Jahre später, ist dieses Konto noch immer unser am meisten genutztes Alltagskonto. Komfortzonenmagie erneut geglückt. Ich könnte noch viele weitere Beispiele für dieses Phänomen anführen, das wir in unserem Leben wirken sehen können, sobald wir tatsächlich die Entscheidung für unsere jeweilige Komfortzone getroffen haben. Aber stattdessen möchte ich dich einladen, deine eigenen Beispiele zu kreieren. Es ist wunderschön und erhebend, mehr und mehr zu lernen, dieser großen Kraft in deinem Leben, der Kraft deiner wahren Komfortzone zu vertrauen und sie bei der Entfaltung ihrer Wirkung zu beobachten. Wie du mehr Klarheit darüber gewinnst, wie deine wahre Komfortzone in den verschiedenen Bereichen deines Lebens genau aussieht, werden wir in den kommenden Kapiteln ausführlich erforschen. An dieser Stelle wollen wir jetzt noch einmal zusammenfassen, wie du mit der Kraft deiner Komfortzone deine Welt kreierst und die einzelnen Schritte, die wir aus den Beispielen oben ableiten können, übersichtlich darstellen. Hier kommen sie also, die magischen Schöpfungsprinzipien deiner Komfortzone. Erstens: Initiale Entscheidung für deine jeweilige Komfortzone. Stur und klar. Zweitens: Reinigung und Reinhaltung deines Feldes, beispielsweise mit den Tools aus Kapitel 3. Drittens: Deutliche Mitteilung deiner Entscheidung ans Universum. Commitment. Viertens: Aktives Annehmen und Feiern der eintreffenden Einladungen des Universums. Fünftens: Bewusstes Nähren deines Wohlbefindens, also weitere Erhöhung deiner Schwingung. Sechstens: Empfangen und Leben deiner neuen Komfortzonenwirklichkeit. Diese 6 Schritte sind sozusagen die Blaupause für die Schöpferkraft des Komfortzonenmagiers. Du kannst im Laufe des Buches immer wieder zu dieser Stelle zurückkehren und sie noch einmal durchlesen bzw. dir anhören, falls du dir bei der praktischen Erforschung und Manifestation deiner wahren Komfortzone einmal unsicher sein solltest und Führung benötigst. An dieser Stelle können wir die Frage aus der Überschrift dieses Kapitels, nämlich „Was bringt mir das eigentlich?", also bereits recht zufriedenstellend beantworten mit: Nichts Geringeres als die komplette magische Neuschöpfung deiner wundervollen Welt. Ich würde sagen, das ist doch ein hinreichender Grund, deiner Komfortzone endlich mal eine Chance zu geben, oder? Damit haben wir nun schon ziemlich eindrucksvolle Argumente und Beispiele für die magische Kraft deiner Komfortzone zusammengetragen. Trotzdem ist dieses Kapitel hier noch nicht zu Ende, denn wir wollen uns nun noch die Gründe dafür ansehen, warum es auch einfach sinnvoller ist und besser funktioniert, dein Leben aus der Kraft deiner wahren Komfortzone heraus zu erschaffen, als dies nicht zu tun. Fortsetzung folgt. Ja, das war Teil 2 von Kapitel 4 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Und ich hoffe, du konntest wieder wunderbare Erkenntnisse mitnehmen über diese großen weltverändernden Kräfte, die in dir schlummern und die es jetzt gilt zu entdecken. Und im nächsten Video gucken wir uns
den dritten Teil von Kapitel 4 an, in dem es dann darum geht, uns anzuschauen, warum es auch einfach nicht nur so kraftvoll und machtvoll ist, ein Leben aus deiner oder in deiner wahren Komfortzone, aus der Kraft deiner wahren Komfortzone heraus zu erschaffen, sondern warum es auch viel mehr Sinn macht und besser funktioniert, als es nicht zu tun. Um dieses nächste Video und auch jedes weitere Video dieses Kanals mitzubekommen, abonniere doch am besten den Kanal, lass ein Abo da und wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da. Das würde mir und dem Kanal sehr helfen, eine größere Reichweite zu generieren und würde mich natürlich sehr freuen. Jetzt bleibt mir nur noch, dir, bis wir uns wiedersehen, eine Zeit voller Wunder, voller Wohlgefühl, voller Freude zu wünschen. Alles Liebe.